Moin, ich bin Jonas, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch das Microsoft 365 Admin Center. Im folgenden Video gehen wir einmal auf die Grundfunktionen, die ihr im Admin Center von Office bzw. Microsoft 365 so vorfindet, ein. Das heißt, ich zeige euch, wie ihr Benutzer anlegt, wie ihr mit den Kontaktlisten anlegt, wie ihr Gruppenpostfächer verwalten könnt und ähnliche Dinge rund um die Verwaltung eures Tenants im Generellen. Was ich euch in diesem Video nicht zeige, sind die einzelnen Admin Center der jeweiligen Dienste. Das heißt das Teams Admin Center oder das SharePoint Admin Center, genauso wenig wie das Security und Compliance Center. Zu denen gibt es auf jeden Fall separate Videos. Schaut da mal vorbei, wenn ihr mehr über die Administration von einzelnen Diensten erfahren wollt. Wir schauen uns jetzt einmal an, welche Grundeinstellungen findet ihr alle im Office 365 Admin Center vor. Also, wir starten wieder in office.com und ihr seht unsere App-Übersicht und oben links den ersten Punkt. Da oben ist das Admin Center und da gehen wir jetzt mal rein und schauen mal, welche Optionen wir im generellen Microsoft 365 Admin Center haben. So, wir sehen, wir landen auf unserem Dashboard und haben hier direkt mal mehrere Möglichkeiten. Wir sehen, wir haben ein paar Kacheln, auf denen wir verschiedenste Anzeigen direkt prominent angezeigt bekommen. Wir bekommen oben den Guide für die erste Einrichtung unserer Office 365 Umgebung. Ihr seht, bei mir ist das noch nicht ganz abgeschlossen. Und außerdem habt ihr die Möglichkeit, hier oben noch den Modus zu wechseln. Das heißt, ihr könnt auch in den Dark Mode gehen, dann bekommt ihr das Ganze vollkommen überraschend in dunkel angezeigt mit Kontrastfarben. Oder auch direkt in die Neuigkeiten zu Office 365 zu springen. Wenn ihr da drauf geht auf den Punkt Neuigkeiten, dann werdet ihr weitergeleitet in docs.microsoft.com und bekommt hier die Seite Neues im Microsoft Office 365 Admin Center angezeigt. Ihr seht, der Artikel ist aus März 2021, also relativ aktuell, und hier seht ihr jetzt alle Neuerungen rund um das Admin Center von Microsoft 365 euch vorgestellt, jeweils erklärt, was bedeuten diese Funktionen, wo findet ihr sie. Das ist auf jeden Fall immer ganz spannend, mal reinzuschauen, denn in der Plattform selbst ändert sich häufig eine ganze Menge und auch im Admin Center gibt es immer mal wieder neue Punkte, neue Menüs und da lohnt es sich auf jeden Fall mal regelmäßig reinzuschauen. Wir gehen wieder zurück in unser Admin Center und wir sehen, wir haben neben den Kacheln hier auf der linken Seite eine Navigation. Und dazu vielleicht gleich mal vorweg, es gibt hier unten den Punkt Alle Anzeigen und dann bekommt ihr zum einen hier ein gesamtes Menü angezeigt und ihr bekommt unten die weiteren Admin Center für eure Dienste angezeigt. Ihr seht jetzt hier ist der Punkt Security, Compliance, Azure Active Directory, Exchange, SharePoint, Teams und auch weitere Admin Center zu den anderen Diensten könnt ihr euch hier anzeigen lassen. Wie die Admin Center der einzelnen Dienste funktionieren, was die können und was man damit macht, das zeige ich euch mal in separaten Videos. Heute befassen wir uns mit den oberen Punkten, also dem generellen Admin Center eures Tenants, losgelöst von den Diensten. Zur Startseite noch ein Punkt, ihr habt hier die Möglichkeit, über Karten hinzufügen ein Menü aufzurufen, indem ihr diese Kacheln, die ihr auf der Startseite habt, Microsoft nennt die Karten, hier hinzuzufügen, sodass ihr immer eine schnelle Übersicht über verschiedene Funktionen habt. Ihr könnt ja bis zu 9 weitere Kacheln hinzufügen, sodass die ganze Seite voll ist. Welche Punkte das sind und was zum Beispiel sowas wie Dienststatus heißt, das zeige ich euch gleich, denn diese Punkte finden wir auch im Menü wieder. So, wir fangen jetzt also mal an auf der linken Seite mit gleich dem ersten Punkt unter dem Startmenü. Wir klappen den auf, wir sehen, das ist die Benutzerverwaltung. Hier habt ihr 4 verschiedene Menüpunkte zur Auswahl, die Benutzer, die Kontakte, die Gastbenutzer und die gelöschten Benutzer. Wir springen mal rein und schauen, wie das Benutzerverwaltungsmenü aussieht. So, wir sehen, wir haben eine Übersicht über alle unsere aktiven Benutzer. Das heißt, alle Benutzer, die in irgendeiner Form in diesem Tenant unterwegs sind und dort etwas drinnen machen können. Hier werden auch die externen Benutzer aufgeführt, die vielleicht irgendwo in einem Teams bei euch mit drin hängen, weil sie ja dort aktiv sind. Außerdem seht ihr auf der rechten Seite, wie diese Nutzer jeweils lizenziert sind. Ihr habt hier oben jetzt verschiedene Optionen. Ihr könnt neue Benutzer anlegen. Hier bekommt ihr ganz normal einen Dialog für die Einrichtung des Benutzers. Ihr seht, die Grundlageninformationen gibt man hier an, Name, Vorname, den Anzeigenamen und die E-Mail-Adresse. Außerdem könnt ihr die jeweilige Domain auswählen. Wenn ihr verschiedene Domains am Tenant habt, habt ihr hier auch mehrere Domains zur Auswahl. Ihr habt das Lizenzmenü. Hier könnt ihr die jeweilige Lizenz zuweisen, die dieser Benutzer bekommen soll. Ihr habt optionale Einstellungen, wo ihr Rolleninformationen und Profilinformationen anlegen könnt. Das heißt, ihr könnt dem Benutzer eine gewisse Rolle in eurer Organisation zuweisen oder auch Profilinformationen einstellen. Und am Ende des Tages habt ihr den Fertigstellungsbereich, wo ihr den Benutzer endgültig durch den Wizard anlegen lassen könnt. Dann habt ihr den Punkt Benutzervorlagen. Hier könnt ihr verschiedene Vorlagen für Benutzer anlegen.
Das heißt, wenn ihr Standardbenutzer habt, die immer eine gewisse Rolle haben sollen, die immer gewisse Standardprofilinformationen enthalten sollen, könnt ihr hier mit Vorlagen arbeiten, um so bei der Benutzeranlage ganz viele Felder vorauszuwählen. Ich denke, das ist auch relativ klar, wozu es da ist. Dann habt ihr den Punkt, mehrere Benutzer hinzuzufügen. Hier habt ihr die Möglichkeit, über eine CSV-Datei verschiedene Benutzer oder eine Liste von Benutzern hinzuzufügen. Auch hier könnt ihr wieder auswählen, welche Lizenzen diesen Benutzern zugewiesen werden sollen. Das ist relativ praktisch, gerade bei der Neuanlage so einer Umgebung. Wenn ihr viele Nutzer auf einmal anlegen wollt, könnt ihr euch damit behelfen. Dann habt ihr den Punkt mehrstufige Authentifizierung. Hier könnt ihr die Multifaktor-Authentifizierung aktivieren in Office 365 für verschiedene Benutzer oder für Admin-Accounts. Wie das funktioniert, zeige ich euch vielleicht auch mal in einem separaten Video. Wir gehen da hier an dieser Stelle erstmal drüber hinweg. Wir haben den Punkt Benutzer löschen. Ich denke, was das tut, ist auch relativ klar. Wir haben die Aktualisierung für die Übersicht und wir haben den Punkt Kennwort zurücksetzen. Über den Punkt könnt ihr logischerweise die Kennwörter von Nutzern zurücksetzen und diese entweder dazu auffordern, ein neues Kennwort anzulegen beim nächsten Login oder das Kennwort selber für die Nutzer festzulegen. Über das 3-Punkte-Menü habt ihr dann noch die Option, Benutzer zu exportieren, eine Verzeichnissynchronisierung mit eurem lokalen Active Directory einzurichten und den Teams-Einrichtungsstatus anzuschauen. Hier geht es primär auch um die Verwendung von externen in Teams und wie die Nutzer mit Microsoft Teams zusammenspielen. Dann habt ihr hier oben den Punkt empfohlene Aktionen. Hier seht ihr, schlägt euch Microsoft verschiedene Sachen vor. In dem Fall werden bei mir gerade 3 Aktionen vorgeschlagen, die ich tun sollte in diesem Menü. Das ist zum einen das Administratoren-Kennwort ohne Supportkontakt zurücksetzen. Das kann ich hier einrichten für meinen globalen Admin. Ich kann einrichten, dass Benutzer selbstständig ihre Kennwörter zurücksetzen können. Das ist auch ganz praktisch, wenn ich quasi den Self-Service anbieten möchte. Und ich kann hier meine Microsoft 365 Admin App für mobile Endgeräte einrichten. Kommen wir zum Punkt Kontakte. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure Kontaktlisten, die in Outlook bzw. in Exchange und in Teams und in allen Microsoft 365 Diensten vorhanden sind, anzulegen. Das funktioniert quasi über den Punkt Kontakte hinzufügen oder mehrere Kontakte hinzufügen. Ihr bekommt auch hier einen Dialog. Ich denke relativ klar, was an Kontakt so an Informationen hat. Ihr könnt hier Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummern angeben. Und über die Option mehrere Kontakte hinzufügen könnt ihr auch wieder eine CSV-Datei hochladen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, sofern ihr eine Kontaktliste habt, diese hier zu exportieren. Mit der Kontaktliste zu arbeiten macht gerade dann Sinn, wenn ihr ganz viele Kontakte regelmäßig braucht, die ihr aber beispielsweise nicht in eurem Exchange oder in eurem eigenen Adressbuch, das heißt in den eigenen Nutzern pflegt. Im Punkt Gastbenutzer seht ihr die Auflistung aller aktuell im Tenant aktiven Gastbenutzer. Die werden hier mit Namen und ihrer registrierten E-Mail-Adresse aufgeführt. Ihr könnt hierüber neue Gastbenutzer hinzufügen oder den Gastbenutzer hier an dieser Stelle wieder löschen. Ihr seht, auch hier bekommt ihr oben den Link zum Thema Teams-Einstellungen. Hier könntet ihr jetzt in euer Teams gehen, um entsprechende Gastverwaltung bzw. Gastnutzer im Microsoft Teams zu administrieren. Dazu aber mehr im Teams Admin Center Video. Zuletzt haben wir auf der linken Seite den Punkt gelöschte Benutzer. Ich denke, auch das ist relativ klar, was der macht. Ihr seht hier die gelöschten Benutzer. Die Nutzer und die Daten in Ihrem Account werden so lange vorgehalten, wie die Aufbewahrungsrichtlinien eurer Organisation das jeweils vorsehen. Ihr seht hier die Informationen zu dem Nutzer und ihr könnt den Nutzer auch wiederherstellen, wenn ihr ihn braucht. Als nächsten Punkt in der linken Navigation haben wir den Punkt Gruppen. Unter Gruppen haben wir 3 Menüpunkte. Ihr seht das: aktive Gruppen, gelöschte Gruppen und freigegebene Postfächer. In den aktiven Gruppen findet ihr alle Office 365 Groups, die in eurem Tenant verfügbar sind. Office 365 Groups werden durch verschiedene Dienste angelegt. Beispielsweise die Teams-Anlage legt eine Group an, aber auch wenn ihr einen Planner über die Web-App anlegt, wird im Hintergrund eine Office 365 Group angelegt. Mit diesen Groups könnt ihr dann Teamräume gründen oder auch an den SharePoint-Seiten da drin arbeiten. Ihr seht hier die Auflistung meiner Gruppen, die ich habe. Wir haben auf der linken Seite den Gruppennamen, in der Mitte die E-Mail-Adresse und dann den Typ der jeweiligen Gruppe, den Synchronisationsstatus, den Status, ob ein Team für diese Gruppe vorhanden ist, die Gruppenöffentlichkeit, das heißt, ist diese Gruppe privat oder öffentlich, und das Erstelldatum. Hierüber könnt ihr jetzt neue Gruppen hinzufügen, die Gruppen exportieren oder aktualisieren. Unter dem Punkt gelöschte Gruppen findet ihr, vollkommen überraschend, alle gelöschten Gruppen. Auch hier könntet ihr jetzt in diese Gruppen jeweils reinschauen und die Gruppen beispielsweise auch wiederherstellen, wenn ihr sie braucht. Im Punkt freigegebene Postfächer könnt ihr Postfächer anlegen, in denen mehrere User beispielsweise arbeiten. Das ist gerade nützlich für sowas wie Service-Postfächer, eine klassische Info-Ad-Adresse oder eine Support-Ad-Adresse oder eine Sales-Ad-Adresse. Wenn ihr so ein Gruppenpostfach anlegen wollt,
wo ihr beispielsweise verschiedene Mitarbeiter in einem Postfach arbeiten lassen wollt, sodass alle die Mails lesen und auch beantworten können, könntet ihr hierüber jetzt diese Gruppenpostfächer bzw. freigegebenen Postfächer anlegen. Die werden dann quasi im Hintergrund im Exchange online angelegt. Als nächsten Punkt im linken Menü haben wir den Punkt Rollen. Hier sind alle Rollen, die ihr gerade in eurem Unternehmen habt, aufzufinden. Ihr seht, hier gibt es verschiedene Standardrollen, die vorhanden sind, aus denen man auswählen kann. Das ist der klassische Benutzeradministrator, der Dienstsupport-Administrator. Dann gibt es für einzelne Diensteadministratorenkonten beispielsweise ein Exchange-Admin oder ein SharePoint-Admin, ein Teams-Admin. Und hier könnt ihr dann quasi diese Rollen definieren und diese Rollen dann beispielsweise Nutzern zuweisen. Das haben wir bei der Nutzeranlage gesehen. Ihr habt hier auch das Menü, diese Rollen jetzt verschiedenen Benutzern zuzuweisen. Ihr könnt auch die Rollen miteinander vergleichen, welche Rechte die dann haben. Das ist gerade im administrativen Bereich, wenn ihr für einzelne Dienste, einzelne Verwaltungspersonen einrichten wollt, relativ praktisch. Hinweis an dieser Stelle: Admin-Rollen sollten nie einem personalisierten Account zugewiesen werden, sondern ihr solltet für Admin-Rollen immer dedizierte Accounts machen und nicht Max Müller als Exchange-Admin einrichten, sondern für den Exchange-Admin einen eigenen User anlegen, Exchange-Admin eure Organisation, damit ihr sicher seid, dass Max Müller, wenn er das Unternehmen mal verlässt, nicht den Admin-Zugriff mitnimmt, sofern der Account nicht sofort gesperrt ist. Als nächstes haben wir dann in der linken Navigation den Punkt Ressourcen. Hier gibt es zwei Unterpunkte: Räume und Geräte und Websites. Unter Räume und Geräte könnt ihr Ressourcen, die in eurer Organisation verfügbar sind und beispielsweise über Outlook gebucht werden können, sowie Räume oder auch Firmenwagen oder Beamer oder ähnliches anlegen, sodass diese dann, wie gesagt, über Outlook buchbar sind. Sie bekommen einen eigenen Kalender und man kann dann beispielsweise die Raumreservierung, das kennt ihr aus Outlook, einbinden und so verschiedene Meetingräume beispielsweise durchplanen. Unter dem Punkt Website findet ihr alle Sites, also alle Webseiten, die in eurem Tenant unter eurer Domain aktuell verfügbar sind. Generell sind das natürlich SharePoint-Seiten. Ihr seht sie dann entsprechend aufgelistet. Zum einen gibt es die Systemseiten, die sowieso da sind, zum anderen die SharePoint-Seiten, die ihr anlegt, aber auch die SharePoint-Team-Sites, die aus der Anlage eines Teams bzw. eines Planners oder einer Office 365 Group entstehen. Hierüber könntet ihr jetzt beispielsweise auch direkt neue Seiten anlegen und werdet darüber dann in den SharePoint geleitet. Unter dem Punkt Abrechnung findet ihr alle Informationen rund um eure Lizenzen. Das heißt, ihr habt hier zum einen die Möglichkeit, neue Dienste, das heißt neue Lizenzen zu kaufen. Hier seht ihr die Dienste, die ihr jetzt alle zusätzlich hinzufügen könnt. Ihr habt hier oben die Möglichkeit, entsprechend diese zu filtern oder weitere ein- und auszublenden, und hier könnt ihr dann quasi Lizenzen kaufen, sofern ihr sie direkt kauft über eine hinterlegte Kreditkarte. Solltet ihr das Ganze über einen Partner beziehen, läuft das noch ein bisschen anders. Im zweiten Punkt habt ihr den Punkt Ihre Produkte. Hier seht ihr alle von euch gekauften Lizenzen in eurer Umgebung. Ihr seht, aktuell bei mir ist das eine Lizenz, die da ist. Ihr seht den Zahlungstyp und ihr seht auch, ob das Abonnement noch aktiv ist. Das heißt, ist das Abo bezahlt oder läuft es beispielsweise aus und ist inaktiv. Im Punkt Lizenzen seht ihr jetzt zum einen die unterschiedlichen Lizenztypen, die ihr habt. Hier seht ihr auch, wie viele von diesen Lizenzen beispielsweise noch verfügbar sind, beziehungsweise wie viele Lizenzen zugewiesen sind. Ihr habt hier aber auch die Möglichkeit, Anforderungen euch anzuschauen. Wenn ihr beispielsweise in eurer Organisation erlaubt, dass Benutzer Lizenzen für Dienste anfordern können, das geht darüber, dass sie einen Dienst aufrufen, und wenn sie keine Lizenz haben, können sie so ein Request beispielsweise einrichten. Hier würdet ihr jetzt alle Anforderungen für Lizenzen aus eurer Organisation sehen. Unter dem Punkt automatische Inanspruchnahme könntet ihr einrichten, unter welchen Bedingungen ein Benutzer selbstständig neue Lizenzen für seinen Tenant, also für seine Arbeit bzw. euren Tenant, kaufen kann. Das ist sehr häufig in Organisationen eher nicht gewünscht und nicht eingerichtet, aber es wäre tendenziell für euch möglich, einzelnen Benutzern es zu erlauben, sich zusätzlich Lizenzen selber zu buchen. Im Punkt Rechnungen und Zahlungen findet ihr logischerweise alle eure Rechnungen und habt außerdem noch die Möglichkeiten, die Zahlungsmethoden und die entsprechenden Abrechnungsprofile einzurichten. In den Zahlungsmethoden findet ihr eure hinterlegten Zahlungsmethoden, in dem Fall meine Kreditkarte, oder auch das Abrechnungsprofil. Hier könntet ihr verschiedene Profile einrichten, die dann für unterschiedliche Rechnungsstellungen notwendig sind. Falls ihr beispielsweise in einer Organisation auf verschiedene Kostenstellen oder auf verschiedene Untereinheiten die Rechnung unterschiedlich aufstellen wollt, könntet ihr das hier hinterlegen. Unter Abrechnungskonten seht ihr die Kaufbeziehung zu Microsoft. Hier ist angelegt, welches Unternehmen seid ihr, wo seid ihr verortet, und dann gelten hier entsprechend die Nutzungsrichtlinien von Microsoft für eure Entity
mit der ihr die Abrechnung von Microsoft macht. Hier geht es beispielsweise um Dinge wie die Mehrwertsteuer, die abhängig von dem Ort ist, wo ihr den Tenant anlegt, oder auch die Lizenzpreise. Die Abrechnungskonten legen fest, wie eure Lizenzpreise sind, welche Mehrwertsteuer ihr entsprechend bezahlt. Das heißt, hier werdet ihr daran gemessen, wo ist das Abrechnungskonto, das bei Microsoft diese Lizenz bezieht. Im Punkt Zahlungsmethoden, den hatten wir eben schon, unter Rechnung und Zahlung habt ihr wieder die Option, verschiedene Zahlungsmethoden zu hinterlegen. Ganz klar. Im Punkt Abrechnungsbenachrichtigung findet ihr alle Einstellungen rund um eure Abrechnung. Hier könnt ihr definieren, wer beispielsweise Rechnungen zugeschickt bekommt, welche Organisation das ist, welche E-Mail-Adressen dahinter sind, ob ihr eine PDF-Rechnung bekommen möchtet, in welcher Sprache die ist. Und diese Dinge könnt ihr hier entsprechend einstellen. Im Punkt Support findet ihr alle eure Support- und Service-Anfragen, die ihr an Microsoft stellt. Unter dem Punkt Service-Anfragen findet ihr alle Anfragen bzw. Tickets, die ihr je gestellt habt. Und mit dem Punkt Neuen Support-Anfrage, ihr seht es, bekommt ihr hier einen Dialog, wo ihr jetzt mit Microsoft in Kontakt treten könnt. Erst die FAQs durchsuchen und dann, das kennen wir von anderen Diensten, auch ein Ticket eröffnen. Im Punkt Einstellungen auf der linken Seite finden wir dann verschiedene Subeinstellungen. Einmal zu den Domänen, Suche und Intelligenz, Einstellung der Organisation, die integrierten Apps und die Partnerbeziehung. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure Domänen zu registrieren. Wenn ihr beispielsweise mehrere Mail-Domains oder mehrere Domains in eurem Tenant habt, könnt ihr diese hier hinzufügen. Ihr könntet hierüber auch mit einem Drittanbieterdienst eine Domäne kaufen und diese hier verwalten. Im Punkt Suche und Intelligenz findet ihr verschiedene Einstellungen rund um die Suche in eurer Office 365 Umgebung. Hier könnt ihr verschiedene Konfigurationen hinterlegen zum Thema Antworten und Datenquellen und Anpassungen. Das ist relativ neu. Ihr seht, dass die Nutzungsanalyse befindet sich auch noch in der Vorschau. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ihr konfigurieren könnt rund um die Bing-Suche, sodass ihr beispielsweise auch mit Bing, also der Microsoft-Suchmaschine, innerhalb eurer Organisation suchen könnt und so noch schneller und besser Daten findet. Das kann relativ praktisch sein, findet man aber im klassischen Unternehmen relativ selten aus Datenschutzgründen. Im Punkt Einstellung der Organisation findet ihr einmal alle eure Dienste aufgelistet und könnt hier in die entsprechenden Einstellungen springen. Ihr habt den Punkt Sicherheit und Datenschutz, wo ihr verschiedene Einstellungen rund um dieses Thema angeben könnt. Beispielsweise Kennwortablaufrichtlinien, die Self-Service-Kennwort-Zurücksetzung, die wir schon bei den User gesehen haben. Oder auch das Thema Datensammlung von Bing, was wir gerade auch bei Suche und Intelligenz hatten. Unter dem Punkt Organisationsprofil findet ihr hier noch weiterführende Informationen rund um euren Tenant, beispielsweise das Thema Datenresidenz, das heißt, in welchem Rechenzentrum werden eure Daten abgelegt, aber auch andere Informationen zur Organisation, zur Release-Einstellung für eure Office-Installation und auch weitere Anpassungen, wo ihr eure Plattform und Office 365 noch weiter mit auf eure Organisation anpassen und optimieren könnt. Im Punkt integrierte Apps könnt ihr alle Add-ins und Drittanbieter-Apps, die ihr in irgendeiner Form erlaubt oder bereitstellen wollt, verwalten. Ihr seht, hier habe ich den Punkt Findtime quasi als Add-in für Outlook und hierüber könnt ihr jetzt die komplette Verwaltung der zusätzlichen Apps steuern. Im Punkt Partnerbeziehung findet ihr jetzt euren Microsoft-Partner, der für euch beispielsweise den Tenant angelegt habt, wenn ihr Microsoft oder Office 365 über einen CSP-Vertrag bezieht. In meinem Fall habe ich den Tenant privat angelegt und bezahle ihn mit meiner Kreditkarte, sodass hier kein Microsoft-Partner eingetragen ist. Hierüber könntet ihr jetzt eure Partnerbeziehung in eurem Tenant verwalten. Im Punkt Setup findet ihr weitere Einrichtungsanleitungen rund um euren Tenant. Hierüber könnt ihr verschiedene Steps aus dem Einrichtungsassistenten durchführen. Ihr seht empfohlene Aktionen, die euch vorgeschlagen werden, was getan werden sollte, welche Einrichtungen noch gemacht werden müssen bei einem neuen Tenant. Das ist auch relativ praktisch, wenn ihr den Tenant selber anlegt und sehen wollt, was es hier gibt. Außerdem gibt es hier auch die Möglichkeit, Migrationen von beispielsweise G Suite, also aus der Google Cloud in Richtung Microsoft durchzuführen, wenn ihr beispielsweise euer Postfach aus Gmail umziehen wollt. Im Punkt Berichte haben wir 3 Optionen. Zum einen die Produktivitätsbewertung. Die Produktivitätsbewertung wertet eure Arbeit mit den Produktivitätstools aus Office 365 wie Teams und allen anderen Diensten aus. In meinem Fall hier sehen wir, habe ich noch keine Daten vorliegen, aber hierüber habt ihr dann die Möglichkeit, mit verschiedenen Graphen euch die Produktivitätsbewertungen anzuschauen. Wie gut und wie werden eure Dienste genutzt. Das ist auch gerade ganz hilfreich, wenn ihr Office 365 als Produktivitäts- und Kollaborationsplattform im Unternehmen einführen wollt. Im Punkt Verwendung findet ihr jetzt verschiedene Grafiken rund um die Verwendung der Office 365 Produkte. Ihr seht hier die verschiedenen Grafiken, die ihr euch anzeigen lassen könnt zu den unterschiedlichen Diensten. Wie häufig werden sie genutzt, von wie vielen Benutzern. Hier unten seht ihr, welche Aktivitäten gibt es, welche Teams-Aktivitäten gibt es, wie viele Dateien sind in eurer Umgebung gespeichert, mit wie viel Datengröße, wie viele
SharePoint-Dateien habt ihr beispielsweise, wie viel Office-Aktivierung. Das ist gerade dann interessant, wenn ihr eine Lizenz habt, die mehrere Office-Lizenzierungen pro Lizenz zulässt. Ihr seht das hier, bei meiner einen Lizenz habe ich 3 Aktivierungen von 5 möglichen. Und hier habt ihr so verschiedenste Aussagen bzw. Reportings rund um die Verwendung eurer Office 365 Dienste, was ganz praktisch ist. Als letzten Punkt unter Berichte haben wir Security und Compliance. Hier wird euch gerade kein Bericht angezeigt. Das liegt daran, dass das entsprechende Dashboard mittlerweile im Security Admin Center ist, beziehungsweise im Compliance Center. Wie die aussehen, zeige ich euch auch nochmal in einem separaten Video. Als letzten Punkt auf der linken Seite haben wir den Punkt Status. Hier findet ihr zum einen den Dienststatus. Ihr seht, hier habt ihr eine Übersicht aller eurer Dienste. Welche Dienste es gibt, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Hier seht ihr jetzt beispielsweise für den Dienst Exchange Online gibt es gerade 2 Hinweise. Ich kann da dann draufklicken und bekomme dann die Hinweise zu Exchange Online angezeigt. Ihr seht, hier gibt es verschiedene Hinweise, die den Dienst betreffen, wann dieser Hinweis entstanden ist, wann er zuletzt aktualisiert wurde. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, weitere Probleme zu lösen oder auch euch den Verlauf anzuschauen über die Hinweise, die es in der Vergangenheit jeweils gab. Ihr habt hier auch den Punkt gemeldete Probleme. Hier seht ihr die von euch gemeldeten Probleme, sofern ihr ein Ticket aufgemacht habt. Der Dienststatus ist ganz praktisch als erste Anlaufstelle, falls mal ein User sich meldet und sagt, irgendetwas funktioniert nicht, beispielsweise ein Teams-Meeting klappt nicht oder irgendwie eine SharePoint-Seite lädt nicht, lohnt es sich immer mal hier reinzuschauen. Vielleicht gibt es einen Hinweis oder eine Störungsmeldung und man kann so sehr schnell herausfinden, ob es an der Umgebung selber liegt, beziehungsweise an den eigenen Einstellungen oder ob ein genereller Dienstausfall bei Microsoft in der Cloud vorliegt. Das passiert zwar äußerst selten, aber das kann auch schon mal vorkommen für kurze Zeit und so spart man sich viel Recherchearbeit, wenn man hier reinschaut. Im Punkt Nachrichtencenter, auch das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, findet ihr alle Nachrichten, die Microsoft rund um die Office 365 Plattform so rausbringt. Ihr seht, die sind ziemlich aktuell. Hier steht jeweils, zu welchem Dienst es welche Nachricht gibt. Es gibt die ID und hinten steht auch ein Tag, sodass ihr seht, was bedeutet das. Ihr könnt hier auch nach euren Diensten filtern und euch so alle Informationen beispielsweise rund um Exchange Online erstmal anzeigen lassen. Und ihr seht, was sind hier die neuesten Hinweise. Ihr könnt da dann draufgehen und landet im TechNet bzw. bei docs.microsoft.com und könnt dann nachlesen, was bedeutet dieser Punkt. Das ist ganz praktisch, diese Liste. Hier könnt ihr dann die unterschiedlichen Meldungen zu den Diensten euch anschauen und bekommt, wenn ihr da drauf geht, diesen Dialog angezeigt, wo ihr dann einmal die Informationen rund um diese Meldung bekommt, teilweise mit Screenshots. Ihr seht auch, what you need to prepare, also worauf ihr euch vorbereiten müsst, sollte es irgendwelche Änderungen oder Hinweise geben, die einen direkten Impact haben. Das heißt, Microsoft hilft euch hier auch, die sehr schnellen Änderungen und Anpassungen in der Cloud nachzuverfolgen und immer auf dem Laufenden zu sein. Ihr seht hier, wir haben in den letzten 2 Wochen allein zu Exchange Online ganze 9 Meldungen gehabt. Das ist natürlich relativ viel, aber hier habt ihr das immer sehr gut vorkonfiguriert und könnt es in einer Plattform nachverfolgen, was gerade in Office 365 abgeht. Als letzten Punkt im Admin Center möchte ich euch den Punkt Netzwerkkonnektivität zeigen. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Zugriffe auf eure Plattform von Microsoft bewerten zu lassen. Das heißt, es gibt hier eine Netzwerkauswertung, die quasi euch Informationen darüber gibt, wie gut die Anbindung an Microsoft 365 von euch ist. Hier werden die verschiedenen Endpunkte bewertet. Das heißt nicht nur euer PC zu Hause, sondern auch beispielsweise mobile Endgeräte, wenn ihr euch darüber anmeldet. Die Ansicht hat natürlich viel mehr Informationen, wenn ihr eure Netzwerkinfrastruktur in eurem Unternehmen an den Tenant angebunden habt. In meinem Fall, wo der Tenant einfach in der Cloud ist, ohne Anbindung an irgendeine lokale Infrastruktur, gibt es hier natürlich nicht so viele Informationen. Beispielsweise unter Einblicke seht ihr, die entsprechenden Punkte sind leer und auch im Speicherorte finde ich hier keine Nachrichten. Das kann natürlich in einer Unternehmensumgebung etwas anders aussehen. So, das waren jetzt generell die Microsoft 365 Admin-Einstellungen, die ihr erstmal global als Admin habt. Und ich hatte es eingangs erwähnt, es gibt hier unter alle Admin Center noch die Übersicht über alle Dienst-Admin Center. Das heißt, ihr seht schon, hier gibt es noch diverse weitere Einstellungen. Das Azure AD, das Compliance Admin Center, was ich angesprochen hatte. Dann für die unterschiedlichen Dienste wie Exchange, wie Power Automate, für Stream, OneDrive, für SharePoint, Teams. Sicherheit hatte ich ebenfalls angesprochen. Das heißt, hier gibt es noch viele, viele weitere Admin Center für die entsprechenden Dienste, wo ihr diverseste Einstellungen einstellen könnt. Das heißt, ihr habt hier in der Umgebung schon sehr granular auch für weitere Dienste diverse Einstellungen, die ihr tätigen könnt, aber dazu vielleicht mal mehr in einem separaten Video.
So, das war's, das Microsoft 365 Admin Center. Ich habe euch gerade gezeigt, wie die Benutzerverwaltung aussieht, wo ihr eure Abrechnungsmodalitäten einstellen könnt und wo ihr rund um eure Dienste den Nachrichtenstatus bzw. den Dienststatus abfragen könnt, was gerade für Einsteiger-Admins ganz hilfreich ist, um zu wissen, was kommen an neue Funktionen und wo finde ich beispielsweise Störungsmeldungen oder wie kann ich ein Ticket bei Microsoft anlegen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare, teilt das Video und schaut auf dem Kanal vorbei. Hier gibt es mehr Videos, Tipps, Tricks und Tutorials rund um Microsoft 365. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch auch im nächsten Video wiederzusehen. Und bis dahin, bleibt gesund und wie immer, tschö mit Ö.